Mein Name ist Dieter Wünsch von der Firma Digital Devices und wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man auf günstige Weise in kleinen, aber auch großen Installationen vom Keller das Glasfaser oder das Breitband, DOCSIS, was auch immer, in die Wohnungen, in die Zimmer bekommt. Und dazu haben wir einige sehr spannende Produkte entwickelt und die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Zum einen haben wir Unterputzdosen entwickelt, das heißt, das sind kompatible Unterputzdosen, die in bestehenden Antennendosenschächten, also in bestehenden Unterputzdosen verwendet werden können. Das heißt, Sie nehmen eine bestehende Unterputzdose aus ihrer bestehenden Verdrahtung raus und ersetzen sie durch unsere Unterputzdose. Und wenn es dann um größere Installationen geht, haben wir dazu noch einen Verteilverstärker entwickelt. Ich werde jetzt im Detail darauf eingehen. So. Coax hat eigentlich noch sehr viel Potenzial, vor allem wenn es um die Kosteneinsparung geht. Und wenn Leute Glasfaser oder DOCSIS 3.0 im Keller haben, haben sie immer das Problem, wie kommt es tatsächlich in die Wohnungen. Und was wir oft zu hören bekommen ist, aber Koaxkabel sind doch schon uralt. Ja, und kann ich alte Koaxkabel noch nutzen für die Datenübertragung? Wir können sagen, solange Sie Fernseh gucken können, können wir alte Koaxkabel, egal wie alt das sie sind, auch zum Datenübertragen verwenden. Der Vorteil von den Koaxkabeln ist, sie sind quasi überall. Das heißt, Sie haben in Bestandsverdrahtungen sicher 80-90% der Häuser haben eine existierende Koaxverkabelung. Also warum Lichtleiter legen oder RJ45-Kabel legen, wenn Sie schon ein Koaxkabel haben, dessen Spektrum Sie mitnutzen können, ohne das Fernsehen zu stören. Der Vorteil ist im Vergleich zu Techniken wie WLAN, es ist abhörsicher, weil es kabelgebunden ist. Der Vorteil ist auch, dass der Hausübergabepunkt für DOCSIS oder Glasfaser meistens an der gleichen Stelle ist. Das heißt, man kann es einfach geschickt weiter verwenden. Brandschutzmaßnahmen erübrigen sich dadurch in den meisten Fällen und speziell in denkmalgeschützten Häusern haben Sie nicht so die Möglichkeiten, Schlitze zu klopfen, Erweiterungen durchzuführen, aber es ist eben in der Vergangenheit dort eine Koax-Installation verlegt worden, die Sie jetzt nutzen können. Der Vorteil unserer Technik ist, dass Sie, durch das Sie bestehende Installationen nutzen, Sie nicht neu verkabeln müssen und Sie dadurch einen Haufen Geld sparen, den Sie dem Kunden als Vorteil eben gewähren können. Und damit können Sie Projekte gewinnen. Unsere Unterputzdosen verfügen über eine Fernspeisung und damit sind sie auch vor Manipulationen, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen, geschützt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben ein DOCSIS-Modem im Hotelzimmer, ein Kunde steckt das DOCSIS-Modem aus und schon haben Sie die Probleme. Ja? Oder er nimmt das Netzteil mit, weil es ihm gerade gefällt, lauter solche Dinge. So, unsere Unterputzdosen im Detail. Wir haben zwei Unterputzdosen entwickelt. Im Endeffekt beides das gleiche. Die erste Unterputzdose nutzt das Koaxialkabel und überträgt Daten im Bereich bis 65 MHz. Dadurch erreichen wir eine Datenrate von 650 Megabit netto. Das ist tatsächlich die realistische Datenrate, die wir schaffen. Dabei ist es aber so, dass wir das Fernsehen, das existiert, das von der Vodafone oder von wem auch immer kommt, in keinster Weise stören. Das heißt, der Kunde kann durch den Austausch des TV-Outlets, durch unsere Unterputzdose, nach wie vor Fernseh gucken. Er hat keine Beeinträchtigung. Der Unterschied ist, er hat halt jetzt einen Netzwerkstecker, an dem er Netzwerk am zum Beispiel Smartfernsehen hat oder um dort einen WLAN-Access Point oder was auch immer anzuschließen.
Wie gesagt, wir nutzen das Spektrum von 2 bis 80 MHz. Ab 65 MHz fangen wir an zu filtern, dass wir bei etwa 108 MHz eine Isolation von mindestens 65 dB haben. Von Haus aus ist die Technik mit AES 128 verschlüsselt und wir haben die Möglichkeit, das Ganze über TR69 remote zu managen. Die zweite Unterputzdose richtet sich an Kunden, die selbst Herr über den Frequenzplan sind. Die Vodafone liefert Fernsehen ab 108 MHz. Wenn Sie selber Herr über den Frequenzplan sind, weil Sie eine eigene Kopfstation haben, die wir übrigens auch haben, haben Sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir nutzen das gesamte untere Spektrum bis 200 MHz und dann schaffen unsere Produkte eine Datenrate von netto 1700 Megabit. Die haben wir tatsächlich, das können wir auch am Stand zeigen. Es hat sich aber gezeigt, dass, der Formfaktor, den wir haben, der ist, soweit ich weiß, einzigartig auf dem Markt. Also es hat noch niemand geschafft, eine Unterputzdose mit einem Coax-Basisbandprozessor in diesem Formfaktor eben herzustellen. Hatte ich schon gesagt, Installationsaufwand ist dadurch sehr gering. Der Elektriker kann zum Beispiel mit dem Zimmermädchen in das Hotelzimmer gehen. Während das Hotelzimmer gereinigt wird, kann der Elektriker die Unterputzdose tauschen. 10 Minuten später macht er das nächste Zimmer. Das heißt, man schafft in solchen Installationen einen reibungslosen Übergang, ohne dass irgendjemand einen Ausfall eines Zimmers oder einer Institution beklagen muss. Insgesamt kann man bis zu 16 Unterputzdosen im Strang betreiben. Da wir die Unterputzdosen remote versorgen, können wir 5 Unterputzdosen hintereinander remote versorgen. Danach müssen wir eine Zwischenspeisung herbeiführen, um die nächsten 5 und dann wieder die nächsten 5 zu versorgen. Üblicherweise ist es aber so, dass nach 5 Dosen sowieso bei existierenden Netzwerken Schluss ist. Es gibt eine friedliche Koexistenz mit DVB-C und DOCSIS. Wir haben, wie gesagt, TR69 als Remote-Management-Lösung dabei. Die Einbautiefe ist nicht größer wie die von klassischen Kabeldosen. So. Und dass die Installation einfacher ist, haben wir uns, und das war eigentlich die Hauptschwierigkeit, einen Verteilverstärker entwickelt. Das Problem, das Sie haben, wenn Sie eine Platte verdrahten sollen mit 200, 300 Wohneinheiten, dann haben Sie ein Montagebrett, das wird riesig. Ich persönlich möchte sowas nicht machen. Ja? Und damit das Ganze einfacher wird, haben wir eben einen Verteilverstärker entwickelt. Das heißt, der verstärkt als allererstes mal das eingehende Fernsehsignal, das mit 60 bis 75 dB Mikrovolt anliegt, intern auf knapp 130 dB Mikrovolt. Dann wird das Fernsehsignal aufgesplittet in 8 verschiedene Stränge. Es wird ein Rückkanalfilter, Sperrfilter, alles was so notwendig ist, wird gemacht. Sie haben 8 getrennte Kanäle, die Sie 8-mal getrennt in der Ausgangsleistung einstellen können. Das heißt, Sie haben auf jedem Kanal getrennt einen 30 dB Attenuator, den Sie digital einstellen können. Es gibt eine Schräglagenkorrektur und Sie können insgesamt 8 G.N-Module eben zur Netzwerkeinspeisung ins Coax-Kabel einbauen. Müssen Sie nicht, Sie können auch nur 3 nehmen, wenn Sie nur 3 brauchen. Das Ganze eignet sich hervorragend für sehr große Gebäudeinstallationen. Das heißt, wenn Sie 100, 200 Zimmer versorgen müssen oder Wohnungen versorgen müssen, dann können Sie diese Verstärker hintereinander kaskadieren und können auf die Art und Weise mit 5 oder 10 dieser Verteilverstärker eben 40 oder 80 Stränge Coax damit zur Verfügung stellen. Kaskadieren können Sie ganz einfach, indem Sie einfach den 8. Ausgang auf den ersten Eingang verbinden und so weiter. Die Installationswand und auch der spätere Service wird dann natürlich sehr einfach, weil Sie außer dem Verteilverstärker an der Wand nichts mehr brauchen. Es ist alles integriert.
Ja, es gibt 8 Stränge. Das sind die Module, die Sie reinmachen können. Wie gesagt, Sie brauchen nicht alle 8 zu nehmen, einfach nach Bedarf. Auch da gibt es 2 verschiedene Versionen. Eine, die sich um eine Koexistenz mit Vodafone und anderen Kabelanbietern besorgt, und eine, die sich an Leute eben richtet, die eine eigene Kopfstation haben oder gar kein lineares Fernsehen mehr wünschen. Alle 8 Stränge können jeweils 5 Unterputzdosen Remote speisen. Das heißt, Sie können mit einem Verteilverstärker und dem mitgelieferten Netzteil 40 Unterputzdosen in der Installation remote versorgen. Das heißt, Sie brauchen keine weiteren Netzteile, die Kunden können da nichts manipulieren und dafür haben wir die Fernspeisung erdacht. Bei der Fernspeisung ist zu sagen, wenn Sie sowas einbauen, müssen Sie natürlich dafür Sorge tragen, dass die Bestandsinstallation entweder komplett ausgetauscht wird oder dass die Komponenten, die noch verweilen, entweder durch DC-Blocker oder durch andere Dinge eben geschützt sind. Ja, weil wir liefern 24 Volt mit maximal 1 Ampere. Das sollte die vorhandene Infrastruktur in Form von Filtern oder Splittern oder sowas aushalten, oder Sie müssen sie halt austauschen, was nicht sehr teuer ist. Es gibt eine eingebaute Schräglagenkorrektur, hatte ich schon gesagt, und die Verstärkung können Sie pro Strang mit 30 dB maximal attenuieren. Wir liefern auf jedem Strang 110 dB Mikrovolt, das ist auch ausreichend für sehr, sehr große Installationen. Und damit Sie überhaupt sehen, was Sache ist, haben wir auch ein eingebautes Leistungsmessgerät drin. Das zeigt Ihnen an, mit welcher Bandleistung Ihnen Vodafone oder andere das Signal zur Verfügung stellen. Hilft beim Service, wenn die Eingangsleistung eben bei unter 60 dB Mikrovolt ist, ist es ein Grund, Vodafone anzurufen. Wenn die Eingangsleistung bei 75 dB Mikrovolt ist, ist es ein Grund, selber vor Ort zu fahren, wenn was nicht funktioniert. Wir haben auch eine WLAN-Unterputzdose, können wir an unserem Stand auch zeigen. Also im Formfaktor der Unterputzdose haben wir auch einen kompletten WLAN-Access-Point mit Coax over Ethernet-Konverter mit drin. Das ist ideal, eben wie gesagt, für Hotels, die WLAN anbieten wollen. Auch da einfach bestehende Unterputzdose raus, also bestehende Kabeldose raus, unsere WLAN-Unterputzdose rein und das war's. Es ist eine Mischkonfiguration mit anderen Dosen möglich, also eine WLAN-Dose kann auch mit einer Netzwerkdose kombiniert werden. Wir schaffen, was WLAN angeht, 80 Megabit Datenrate. Es ist ein WLAN 4. Wir haben das neueste OpenWRT drauf. Also wir reden von Mitte diesen Jahres. Wir haben eine Kopplung via WPS und es sind 2 S-Sits möglich, also für einen Host und ein Admin-Netzwerk zum Beispiel. So. Zielgruppen, klar, sind die Krankenhäuser, Hotels, Ressorts, gerade jetzt WLAN in Hotels erleben wir sehr häufig. Altbausanierung, dort wo eben Coax vorherrscht, wo einfach der Kostenaufwand, eine Netzwerkverkabelung herzustellen oder eine Glasfaserverkabelung bis aufs Zimmer einfach zu groß ist. Firmennetzwerke haben wir ganz viele. Eigenheime, die Glasfaser bekommen, aber dann eben vom Hausübergabepunkt nicht wissen, wie sie das Netzwerksignal an die entsprechenden Verbraucherpunkte bekommen sollen. Studentenwohnheime haben wir ganz viele, Kurbetriebe, Senioren- und Altenheime und denkmalgeschützte Gebäude. Aber da gibt es noch viele weitere Anwendungsfälle. Überall, wo ein Coax liegt, können Sie mit 2 Unterputzdosen auch ein Netzwerk aufbauen. Das ist jetzt mal so ein Prinzipaufbau für eine größere Installation. Sie sehen, das DVB-C kommt am Eingang rein.
Das Netzwerk, 10 Gigabit, haben wir einfach mal angenommen, geht auf einen 10 Gigabit Switch und wird auf 8 Netzwerkports verteilt. Und dann sehen Sie, dass wir hier eben auf jedem Segment bis zu 5 Unterputzdosen anschließen können. Die werden remote gespeist. Und wenn die Installation noch größer werden soll, dann können Sie am Ausgang durch die DVB-C-Kaskadierung eben weitere Verstärker anschließen und das Netzwerk auf die Art und Weise deutlich größer machen. Ja, warum Coax, wenn es auch Powerlan, DOCSIS und andere Sachen gibt? Wir haben uns da mal einen Vergleich dieser verschiedenen Techniken erlaubt. Wenn es um die Datenübertragungsrate geht, bei WLAN, dann haben wir, diese Daten sind jetzt nicht von uns, weil das wäre unseriös, wenn wir das von uns erheben würden. Das können Sie nachlesen auf Wikipedia. Dann haben Sie mit WLAN 6 800 Megabit netto, mit WLAN 5 haben Sie 600 Megabit netto. Mit Powerline schaffen Sie, wenn Sie gute Bedingungen haben, durchgängig 400 Megabit. Mit DOCSIS, das sieht schon besser aus, da haben wir 1600 Megabit im Download und 240 Megabit im Upload. Und mit Ethernet over Coax, da sind wir nicht der Einzige, der diese Technik nutzt. Da gibt es viele etablierte Hersteller, die auch nutzen. Wir haben eben halt diesen sehr speziellen Formfaktor. Da schaffen Sie mit eben einer Dose, wo Sie keine Rücksicht auf Vodafone nehmen müssen, 1700 Megabit und im anderen Fall 650 Megabit. So, die Anschaffungskosten sind für WLAN 4 natürlich sehr gering, weil es eine sehr verbreitete Technik. Powerline ist günstig bis mittel, je nachdem, welches Sie verwenden. DOCSIS, wenn wir jetzt an ein Hotel denken und einen CMTS-Server, den wir im Hotel brauchen, schon sehr teuer. Naja, und wir würden uns im Bereich günstig bis mittel einordnen, was relativ ist. Insgesamt ist es aber auch wichtig, dass wir keine Sekundärkosten verursachen. Und Sekundärkosten sind jetzt bei Wi-Fi einfach, was verbraucht das Gerät. Und wenn Sie jetzt eine aktuelle Wi-Fi-Verbindung haben, WLAN 6 mit Mesh und so weiter, dann brauchen Sie bei einem Datendurchsatz von einem Gigabit schon 6 bis 7 Watt. Bei Powerline ist es ähnlich, manchmal sogar mehr. Bei DOCSIS, auch wegen dem CMTS-Server, sind es schon eher 8 Watt und wir brauchen 3,5 Watt pro Gigabit. Also auch dort sind die Betriebskosten auf die Jahre hingerechnet sehr günstig. Die Störanfälligkeit bei WLAN wissen Sie selber, wenn Sie in einem Hotel sind, wie viel Datenrate Sie dann noch abkriegen. Powerline, haben wir alle die Erfahrung gemacht, ist nicht unbedingt das stabilste, egal in welcher Version das man es verwendet. DOCSIS ist nicht störanfällig, ist einfach schön. Und auch ein Ethernet over Coax ist auch nicht störanfällig. Kommen wir zur optischen Wirkung. Da ist es eben so, dass Sie die Router rumstehen haben. Das heißt, zwischenzeitlich kann man sagen, haben sich die Router auf den Schränken ja schon manifestiert. Manchmal hat man gleich 2 oder 3 davon rumstehen. Es steht ein Haufen Zeug rum. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben dieses Eigenheim, möchten das Glasfasersignal von dem Keller hoch ins Wohnzimmer bringen und Sie machen es über Powerline. Dann haben Sie so einen riesen Wallplug, den Sie in die Wand stecken müssen. Vielleicht müssen Sie noch einen Schrank verschieben. Unsere Lösung verschwindet in der Wand und hat, wie soll ich sagen, von der optischen Wirkung die unauffälligste von den ganzen Sachen. Was die Security angeht, WLAN ist in den meisten Versionen nicht sicher, speziell wenn Sie keine langen Passwörter verwenden. Powerline verwendet eine AES, ist sicher. DOCSIS genauso und wir sind auch sicher. So, Manipulation von außen. Ein DOCSIS-Modem, da kann ich den Stromstecker rausziehen. Oh, ein Netzteil kann ich brauchen und schon haben Sie den Ärger. Ja. WLAN und die anderen haben die gleichen Probleme. Da wir remote gespeist sind, ist jetzt mal, wenn jemand nicht mit dem Schraubenzieher rangeht, eine Manipulation von außen eher unwahrscheinlich.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen und jetzt habe ich das alles, was ich Ihnen erzählt habe, mal zusammengefasst. Und wir sehen sehr viele deutliche Vorteile, warum das Coax ein weiteres Überlebensrecht hat. Und das haben wir Ihnen in der linken Spalte einfach mal zusammengestellt. Und deswegen finden wir, dass Coax noch eine zweite Chance verdient hat und dass wir Coax vielleicht Coax 2.0 leben lassen sollten. So. Ja, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir fertigen in Deutschland, wir entwickeln in Deutschland. Die meisten unserer Sachen sind Open Source. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir alles in Deutschland fertigen. Support your local industry und alles, was wir machen, wird tatsächlich im Haus gemacht. Von den Treibern für Windows, für Linux, die FPGA-Entwicklung, die HF-Entwicklung, alles wird wirklich bei uns im Haus selbst gemacht. Und deswegen ist im Falle eines Problems auch der Service sehr schnell möglich und die Problemlösungen meistens innerhalb Tagesfrist. Wir entwickeln, wie gesagt, hier in Deutschland, haben sehr hohe Abstraktionslevel, was Design Reuse angeht und insofern können wir auch sehr gut kundenspezifische Lösungen und Änderungen durchführen, wie der Kunde das haben möchte. Meistens berücksichtigen wir bei der Entwicklung gleich, dass es eben noch verschiedene OEM-Kunden gibt, die unser Produkt dann unter ihrem Label weiterverkaufen. Ja, das war's. Wenn Sie noch Fragen haben. Vielen Dank. Ich denke, es wird Fragen geben. Ist das der Fall? Nein. Ich hätte eine. Welche Anforderungen sind denn an die vorhandene Kabelstruktur oder welche Qualität muss das Kabel, was jetzt im Haus existiert, haben? Na, da wir im unteren Spektrum übertragen, also von 2 bis maximal 200 Megahertz, können wir das mit Abstand schlechteste Coax-Kabel nehmen, das Sie sich vorstellen können. Brüchig aus den 60er Jahren. Okay, das würde ich gerne testen. Können wir arrangieren. Vielen Dank, Herr Bünsch. Stand ist der Stand Nummer 50 hier auf der Veranstaltung. Die Präsentation, können wir die im Nachgang verwenden? Ja, zur Verfügung stellen? Selbstverständlich. Dann denke ich, ist das ein interessantes Thema für alle. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag noch.